Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget und heute machen wir das, was wir schon Ewigkeiten machen wollten. Ich habe jetzt nur darauf gewartet, dass es endlich soweit ist, und zwar haben wir jetzt endlich mal wieder die Prachtparade der Pilze. 20% mehr Pilze beim Pilzdealer und darauf habe ich gewartet. Endlich können wir uns die Pilzpakete holen. Ja, einmal hier, dann auf dem Battlemage noch, und zwar das für einen Fuffi, ja, und danach müsste nochmal das für einen 100er kommen. Ist mir ja verwehrt geblieben, weil letztes Mal es da zu Zahlungsschwierigkeiten kam, irgendwie bei PayPal und so, und deswegen konnte ich mir die Pakete nicht abholen. Jetzt habe ich gewartet, ne, jetzt ist wieder Pilz-Event und jetzt werden wir uns die mal gönnen. Vor allen Dingen auf diese hier, auf die freue ich mich besonders. So, ich würde mal sagen, let's go, wir sehen uns gleich wieder. So, da haben wir Pilzpaket Nummer 1 gekauft, da ist es, zack, die Pilze wurden aufgeladen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, gleich das zweite hier auch noch zu holen, wo wir nochmal 150.000 arkane Splitter bekommen. Das werden wir alles gleich noch verskillen. Lucky Coins ohne Ende, Sand ohne Ende und nochmal ein paar extra Pilze. Ja, und das gönnen wir uns jetzt natürlich auch noch. So, und da haben wir uns auch das 100er-Paket gegönnt, ja. Eben mal 150 € aufgeladen, haben jetzt aber auch wieder gut Pilze und vor allen Dingen, ja, ich verwechsel das immer. Haben wir jetzt hier auch wieder gute Splitter am Start. Vor allen Dingen jetzt hier auch haben wir ein paar Lucky Coins. Endlich mal, da können wir also kostenlos am Rad spinnen. Ja, sonst bekomme ich nicht mehr in letzter Zeit so viele Lucky Coins. Und ja, das gleiche würde ich mal sagen, machen wir jetzt hier auf dem Battlemage auch. Jo, und auch hier haben wir Paket Nummer 1 gekauft. Das müsste jetzt abgeschlossen sein, jawohl. Und jetzt holen wir uns auch das zweite Paket. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum. Wir kaufen. So, da haben wir mal eben locker flockig einfach mal 300 € für Shakes and Fidget ausgegeben, aber das sind ja auch meine 2 Hauptaccounts, auf denen ich hier spiele, und deswegen ist es mir das auch wert. Außerdem die Pilzpakete müssen wir uns so oder so besorgen, ja, weil die sind unglaublich wichtig halt für die arkanen Splitter und so weiter und so fort. Und ja, vor allen Dingen die Lucky Coins lohnen sich auch, Sanduhren brauche ich ja so oder so, also von daher ist das schon ziemlich eine nice Aktion. Außerdem, ja, brauche ich die Pilze ja eh früher oder später, und von daher sollte das auch kein Problem sein. Ich sehe nur gerade, ich hatte jetzt hier auch den... okay, jetzt ist er durch. Hat kurz ein bisschen gedauert. Ich hatte schon wieder hier Schweißperlen da hier auf dem Gesicht gehabt, ja. Aber da sind die Pilze, sieht jetzt erstmal nach sehr vielen Pilzen aus, ja. Aber ich hatte ja noch viele Pilze übrig hier auf dem Account. Und das werden auch noch sehr viele Pilze für sehr lange Zeit bleiben hier auf dem Account. Ich habe ja vor, hier langfristig drauf zu spielen. Also ist es egal, ob ich jetzt nun, keine Ahnung, jetzt sofort 10.000 Pilze auflade oder in 2-3 Jahren irgendwie immer mal wieder ein 100er. So, ne, das ist eigentlich komplett egal. Hauptsache, wir haben uns die Pakete geholt, jetzt zur 20% Aktion. Ne? Wie gesagt, sieht ziemlich viel aus, auf einmal 300 € in das Spiel zu stecken. Aber glaubt mir, diese Pilze, die halten jetzt erstmal Ewigkeiten bei mir. Vor allen Dingen auf dem Battlemage. Ja, hier wird es sehr, sehr lange dauern. Und ja, hier kann ich noch nicht ganz so viel mit den Kristallen anfangen. Ich bin immer fleißig jeden Tag hier am Zerlegen, damit ich meine Metalle bekomme. Aber das dauert noch ein bisschen, bis ich da ein bisschen aufgeholt habe. Ne? Und ja, hier gucken wir jetzt erstmal auf den Main. Das ist ja jetzt erstmal das Interessante. Ja, hier haben wir jetzt auch erstmal wieder viele Pilze. Die werden hier natürlich auch sehr lange halten, auf dem Account hier die Pilze. Allerdings werden die nicht ganz so lange halten wie auf dem Battlemage. Liegt nicht nur daran, weil es weniger sind, sondern einfach aus dem Grund, weil ich halt auf dem Battlemage deutlich sparsamer spiele. Da spiele ich halt wirklich nur 50er Mount, 300 Alu plus das Glücksrad. Mehr mache ich hier wirklich nicht auf dem Account. Und hier, ja, hier fließt schon mal der ein oder andere Pilz mehr in Sachen rein, wo man ja jetzt nicht unbedingt, ja, was jetzt nicht unbedingt zu 100% effizient ist, einem aber trotzdem weiterhilft. Zum Beispiel irgendwie beim Epic-Event ein paar Sachen kaufen, ein paar Waffen kaufen, um ein paar Kristalle mehr zu bekommen. Und ja, wie gesagt, die Kristalle, da freue ich mich jetzt sehr drauf. Wir haben ja hier genug, also hier haben wir ja gar kein Problem mit den Metallen. Und ja, jetzt werden wir mal, obwohl man müsste eigentlich mal so langsam auch vielleicht anfangen, wenn man jetzt noch weiter spinnen möchte, dann ja, könnte man eines Tages vielleicht schon in Metallmangel geraten, aber ja, da werden wir auf jeden Fall rechtzeitig gegenwirken, wenn das der Fall sein sollte. So, wir nehmen mal hier nebenbei die Quest an und werden jetzt mal hier ein bisschen was verbessern. Und zwar haben wir das komplette Equipment hier auf 12 gebracht.
Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir alles auf 12. Und ich fange immer als erstes mit der Waffe an, diese weiter zu verbessern. So, weil die halt am meisten Stats bringt. So, ne? Die ist zwar auch am teuersten. Ne? Ihr seht das hier, das kostet 142k. Hier so ein Gegenstand kostet 71k, ist auch schon teuer. Ne? Aber die Waffe, da fange ich mit an. Und das machen wir jetzt mal. So, wir haben jetzt hier 834. Das merken wir uns auf den Verbesserungen. Jetzt verbessern wir es einmal. Wir können es auch gar nicht mehrfach verbessern. Wie viel haben wir? 285, okay. Ja, jetzt habe ich schon wieder die Zahl vergessen. 834, zack, verbessert. Und jetzt haben wir 918. Plus 13 mal verbessert. Das sind schon ordentliche Stat-Punkte, würde ich mal behaupten. Da kann man schon mitarbeiten. Ansonsten werde ich auch noch eine andere Stat-Verbesserung jetzt machen. Und zwar werde ich hier meine besten Edelsteine einsetzen. Ich habe ja noch 2 weitere große Edelsteine hier in Legendär. Das Ding ist, ich könnte diese Edelsteine, ich könnte die meinen Begleitern geben. Also die schlechten legendären Edelsteine werde ich wahrscheinlich auch meinen Begleitern geben. Ich denke mal der Kunigunde oder so, da habe ich schon mit angefangen, weil die mit am wichtigsten ist. Aber sind wir mal ehrlich, in den nächsten, oder in diesem Jahr werde ich Ares nicht mehr besiegen. Da brauche ich auch nicht anfangen, meine Begleiter zu verbessern. Das ist einfach nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Deswegen, verbessere ich meine Begleiter erst gar nicht großartig, weil es sich halt einfach nicht lohnt. Deswegen stecke ich lieber denn die Sachen in meinen Main-Account rein. Und wenn man sich jetzt mal das anguckt, wir haben hier einen Edelstein mit 1839 Stats. Ja, und hier haben wir einen 1725. Das Ding ist ja, in der Waffe wird der Stein ja mal 2 gezählt. Das heißt, doppelt so viele Statpunkte haben wir. Und das ist auch nochmal ein ordentlicher Unterschied, wenn man darauf achtet, dass das nochmal mal 2 genommen wird. Dann haben wir hier auch ein ordentliches Upgrade. Und deswegen würde ich sagen, ja, der Stein ist zwar jetzt mehr oder weniger RIP, so, aber es tut mir halt nicht weh, weil ich bekomme ja eh noch genug Edelsteine in Legendär und wenn ich mein Equipment komplett gut, steintechnisch ausgerüstet habe, dann kann ich überlegen, meine Begleiter auszurüsten, vorher aber nicht. So, wir setzen jetzt den Stein rein, ja, zack, und gucken auf die Statpunkte und zack, so, da sind wir nochmal jetzt ein bisschen besser mit dran. Und das ist natürlich sehr nice. So, da haben wir uns die Folge schon mal gut verbessert. Jetzt können wir anfangen, die weiteren Gegenstände hier zu verbessern. Wir haben ja immer noch 142k. Das heißt, wir werden jetzt die Schuhe nochmal upgraden, mal 13. Und 71k kostet der nächste Gegenstand auf plus 13. Ja, da können wir auf der Seite noch was nehmen, hier zum Beispiel. Und dann würde ich mal sagen, nehmen wir hier einfach mal den Aschehaufen, oder? Ich würde sagen, nehmen wir den Aschehaufen hier. Boom. So, und jetzt sind wir auf 26 arkane Splitter. Alter, das ist ja richtig gut aufgegangen, die Folge. Heftig. Nice, freue ich mich. Ja, sehr, sehr cool. Also, wie gesagt, sehr, sehr teure Folge, aber es ist halt eine Investition in die Zukunft, sag ich mal. Ne? Und von daher ist es jetzt für mich jetzt nicht weiter sehr tragisch, dass wir jetzt das hier ausgegeben haben. Wie gesagt, die Pilze sind ja nicht weg. So, und von daher ist das jetzt erstmal kein Problem für mich, auch wenn sich halt 300 € jetzt erstmal viel anhört, aber die halten halt ewig und diese 300 € hätte ich früher oder später ausgegeben für Shakes and Fidget. Oh, irgendwie lächelt mich diese Erfahrungsquest an, ne? Ich glaube, ich muss die nehmen. Guck mal, wir kriegen für 2 Minuten 30 kriegen wir knapp, oder mehr als 2 Millionen Erfahrungen mehr. Zwar ein bisschen Gold weniger, aber ich glaube, da muss ich die 10er annehmen hier. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich hätte das Geld dafür ausgegeben, also jetzt früher oder später ist halt egal so, ne? Und ich bin halt jetzt auch niemand, weil das ist ja auch gefährlich bei manchen Leuten. Die kann ich auch verstehen, dass sie das machen, aber ich bin halt nicht so jemand. Es gibt halt Leute, die schreiben mir immer wieder, jo, ich darf nicht so viele Pilze aufladen, weil wenn ich die Pilze links oben sehe, dann möchte ich die raushauen. So, dann möchte ich, dann möchte ich da nicht lange fackeln, wie bei Fackelmann, ja. Da wird dann direkt hier, da werden die dann direkt rausgehauen, weil die halt dann, weiß ich nicht, wie nennt man das, die Disziplin, weiß ich nicht, die Stärke haben, um diese Pilze hier, sparsam einzusetzen. Die denken dann so, yo, ey, ich habe so viele Pilze, komm, lass mal jetzt hier alles in Dungeons reinballern. Gut, Dungeons ist bei mir kein Problem. Das lohnt sich nicht, da Pilze reinzustecken. Und
Was gibt es noch für Möglichkeiten, großartig Geld auszugeben? Weiß nicht, Arena Manager ist bei mir ja auch durch. So, ne? Das Einzige wäre halt noch, wo ich meine Pilze verbraten könnte, wäre halt Waffenblättern zum Epic-Event, um ein paar Ressourcen zu bekommen. Aber das war es dann auch. Ansonsten gibt es für mich keine großartige Option, hier meine Pilze rauszuhauen, unnötig. Deswegen habe ich jetzt auch nicht das Problem, wenn ich da oben so eine fette Pilzanzahl zu stehen habe, dann bin ich jetzt nicht in Versuchung, die jetzt direkt hier rauszuhauen. Ne? Also das ist bei mir eher weniger der Fall und ja, von daher ist es ja halt auch, wie gesagt, gehopft und gesprungen? Gehoppt? Ach, keine Ahnung, ja, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Ist auf jeden Fall egal, ob ich jetzt nun jetzt die 300 € auflade oder halt, wie gesagt, in ein paar Monaten so, ne? Da bin ich halt sehr diszipliniert und lasse mir da die Pilze jetzt auf lange Zeit schmecken. Ja, die falsche Quest was angenommen hier. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt gute Stat-Punkte plus gemacht. Ich würde mal gerne wissen, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob da jemand dabei war. Ich habe mir das jetzt nicht gemerkt, wie viele, hauptsächlich Main und Ausdauer, also Intelligenz und Ausdauer, was wir da plus gemacht haben. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, großartig, aber wir sind jetzt hier schon bei 290 Millionen Leben. Darauf habe ich geachtet, da waren wir vorher, ich weiß gar nicht, irgendwas an der 80er auf jeden Fall. Ja, also da haben wir ein bisschen Plus gemacht. Hier haben wir bald die 90 Millionen Schaden erreicht. Also da geht es auf jeden Fall voran. Und jetzt der kleine Stat-Boost durch die Verbesserung auf der Waffe plus den Edelstein plus noch 2 weitere Verbesserungen im Equipment. Ne? Ist ja schon mal wieder ein bisschen Fortschritt, würde ich sagen. Und deswegen, da freue ich mich. Ich freue mich über jeden kleinen Fortschritt, den wir machen hier. Da erfreue ich mich wirklich sehr dran. Das ist immer ziemlich nice, weil man halt sieht, wie der Charakter wächst und so weiter und so fort. Hatte ich ja letztes Mal in Q&A beantwortet. So die kleinen Ziele sind es halt, die es ausmachen. Ne? Und die kleinen Zwischensteps, die machen halt Spaß zum Zugucken. Jetzt als nächstes 300 Millionen Leben. Kleiner Zwischenstep. Dann wird auf die 200.000 Intelligenz gegangen. So, ne? Und das ist halt sehr, sehr cool, so das dann zu beobachten, wie der Char halt wächst. Vor allen Dingen relativ schnell wächst von den, von den Stats her, weil ich halt unglaublich viel Gold bekomme auf meinem Level jetzt mittlerweile. Und deswegen, dadurch, dass ich ja auf Gold gehe, geht das halt relativ fix, auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Jo, gut. Ich würd sagen, wir questen jetzt hier nicht großartig weiter. Ich werde jetzt den Rest noch privat spielen, weil das will sich, denke ich mal, auch keiner angucken hier, meine Questauswahl. Obwohl vielleicht für den einen oder anderen doch ganz interessant. Aber ich denke mal, dazu ist das meiste ja eh schon gesagt worden. Und falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Am besten eine positive, aber wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt auch gerne eure negative Meinung hier in die Kommentare. Ne? Und lasst auf jeden Fall gerne eure Meinung da und würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich lese auf jeden Fall immer alle Kommentare, da könnt ihr von ausgehen, auch wenn ich immer nicht die Zeit habe, darauf einzugehen großartig oder immer euch zurückzuschreiben. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis für, dass ich da nicht immer die Zeit habe, sei es hier auf YouTube oder auf Instagram. Auf Instagram wurde auch die Frage gestellt in den Kommentaren. Ich lese meine Instagram-DMs, allerdings werde ich die wenigsten davon annehmen, weil dann seid ihr halt in meinen DMs drin, so, ne, und könnt mir jederzeit schreiben und dann wird es mir auf dem Handy angezeigt und das ist relativ anstrengend. So, und deswegen, da lasse ich dann nur noch Leute in die DMs rein, wo ich ganz genau weiß, da wird jetzt nicht großartig viel passieren. Ich habe schon viel zu viele Leute in meine DMs gelassen, aber die meisten sind ja relativ rücksichtsvoll, sag ich mal, und ist ja auch nicht böse gemeint, ne? Gut, alles klar. Wir sind jetzt hier doch gleich durch mit der Alu, ne? Aber das soll es jetzt soweit gewesen sein. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.